ISOQuant ist ein Sonderforschungsbereich, ein Zusammenschluss von vielen verschiedenen Gruppen über viele verschiedene Institute hinweg und die zusammen an einer übergreifenden Fragestellung arbeiten. Und das ist die Dynamik von Quantensystemen unter extremen Bedingungen. Ich bin Martin, ich bin theoretischer Physiker und ich bin Projektleiter hier am ISOQuant. My name is Valentina. I am from Colombia and I am currently working on my master thesis at ISOQuant in Heidelberg City. Ich bin der Robert, ich bin Doktorand am ISOQuant und ich arbeite an Quantensimulationen. Die Idee dahinter ist eigentlich, dass solche Quantensysteme auf allen verschiedenen Skalen auftreten. Zum Beispiel in Teilchenbeschleunigern entsteht ein extrem heißes und dichtes Medium. Und auf der anderen Seite machen wir Experimente mit kalten Atomen, wo wir die kältesten Temperaturen auf der Erde herstellen können, ganz kurz über dem absoluten Nullpunkt. Und es zeigt sich, dass es da Analogien gibt. Und die Hoffnung ist, dass man, indem man diese verschiedenen Bereiche zusammenbringt, da zu einer tieferen Erkenntnis gelangt. Me and my team, we are working on a new machine to trap dysprosium atoms. And the idea is that we achieve a 2D sample. And for this, we need an accordion lattice, which is an optical trap for this dysprosium atom. Science, it needs a lot of hard work, a lot of patience, because these are very sensitive, very precise objects that you need. Meine Forschung innerhalb des ISOQuants dreht sich darum, wie man mit Hilfe von Quantentechnologien Fragestellungen aus der fundamentalen Physik beantworten kann. Ich habe immer so das Gefühl, Wissenschaften werden in dem Kontrast wahrgenommen, zum Beispiel zu kreativen oder künstlerischen Dingen. Für mich geht es sozusagen wieder zusammen irgendwo. Weil letzten Endes der ganze analytische Teil ist natürlich sehr, sehr wichtig. Aber es gibt sozusagen dann am Ende auch diesen kreativen Aspekt, wo es nicht nur darum geht, zu verstehen, was in dieser Rechnung passiert, sondern wo es auch darum geht, jetzt wie kann ich A und B verbinden, um was Interessantes, Neues zu schaffen. Was mir am ISOQuant am meisten gefällt, ist eben dieser Austausch zwischen verschiedenen Gruppen, die auf den ersten Blick an völlig unterschiedlichen Themen arbeiten. Aber wenn man dann in diesen Austausch geht, merkt man, wie viel man daraus ziehen kann, einfach mal die Perspektive zu wechseln. Everyone is willing to help you. You say like, hey, you have something similar and I have this and this question. Can you help me with this? They will take time, drink a coffee with you, explain some things. They are very different. They have very different personalities. It's also very international. Every day is just amazing. Besonders die Atmosphäre im Büro ist sehr kommunikativ. Häufig sind es die Diskussionen bei einer Tasse Kaffee, die entscheidenden Fortschritt bringen. Was mich auch wirklich motiviert, ist, wenn ein Experimentalphysiker was gemessen hat in seinem Experiment und kommt zu mir mit den Daten und fragt mich, kannst du das erklären? Und ich sage, ja, ich kann das simulieren und ich kann dir helfen, das zu verstehen. It's just us writing on the board like, but if this is like that, then we can do it like that. But it's just physics.